Ja, ja, Tarkov is dying. How to stop dying. Ist Tarkov dead? Ich liebe Summits zu Rants, das sind immer super. Jeden Vibe wieder. Jeden Vibe. Escape from Tarkov is either in the best state ever, or it's a completely dead game, depending on who you ask. Today, I'm going to break down what is actually happening within Tarkov and the community, and then get into my perspective and outlook on the game going forward. We are currently about 4 months into the current patch and the last content update in Tarkov, and it's very common that people lose interest around this point, and most people, aside from the streamers and new players in the honeymoon phase, take a solid break until the wipe, which happens roughly every 6 months or around 2 months from now. This is nothing new, and it happens every wipe, but something about this current wipe just feels different. This wipe, more players, even creators that have never branched out from Tarkov, me included, are stepping away, or some even outright quitting the game. But why? It could be the massively popular video Goat made shining light on the cheating issue, the underwhelming audio update, false spans, among countless other BSG PR nightmares, players getting bored of the same quests and just unfinished, unsatisfying mechanics, and well, unfortunately the list goes on and on. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, was er sagen wird, aber Leute, like, viele von diesen Content Creators haben irgendwie, keine Ahnung, 6, 7, 8.000 Stunden im Game. Irgendwann brauchst du einfach Abwechslung. Ist auch nichts Schlimmes dabei. It's a combination of everything, for me at least. In fact, I think all of these issues have been building up in the community for a while now, about a year and a half or so, and this wipe, everybody kind of just snapped. The community outrage has in a way forced BSG's hand into being more communicative, which is a step in the right direction, but I just don't think it really does it for us, or at least currently. During all of the drama with the cheaters in the GOAT video, BSG started publicly posting ban waves every few days until, well, days turned into weeks, and it seems that they may have been trying to hush the community and aren't really as committed as they led us to believe. BSG started posting timelines, and, well, actually, they... Ach scheiße, ich hab Ding vergessen, ne, Untertitel. Ja, aber das Ding ist, guck mal. Ich glaube nicht, dass der Vibe irgendwie schlimmer oder weniger schlimm war als andere, ehrlich gesagt. Ich meine, guckt euch selber an. So, nix Neues. Jeden Vibe. Vibe, boom, Vibe, boom, Vibe, boom, Vibe, boom, Vibe, boom. Also ich finde jetzt nicht, dass der Vibe irgendwie schlimmer war als andere. Du siehst sogar, dass hier zum Beispiel im Januar war Wipe. Es hat 4 Monate gedauert, bis wir 21 erreicht haben. Schauen wir mal hier. Also hier war es ein bisschen weniger, relativ gesehen. Aber schauen wir es hier an. Juli Anfang und ja. Also 3 Monate waren es, sorry. 3 Monate. Und hier auch 3 Monate. Und ich wette mit euch, hier waren es auch etwa 3. Safe. Januar. Ja. Siehst du? Es verändert sich nichts. Es ist immer das Gleiche. Es war noch nie anders. Aber das Ding ist halt, jeden Wipe kommen diese Videos mit Tarkov Dying. Diesmal ging es schneller und dann guckst du ja die Zahlen an. Das ist einfach nicht so. Also, I don't know. Aber was wir definitiv verkackt haben in meinen Augen, hier kam halt Streets raus, deswegen waren hier mehr Leute dran. Das war halt so gehypt seit 2 Jahren. Und Streets lief halt echt scheiße. Weißt du? Es lief halt echt scheiße, Streets. Ich glaube, das hat viele Leute wieder vertrieben. Die kamen hier ran und dachten, yeah, geil, Streets endlich. Und Streets lief halt richtig scheiße. Und ich denke, das ist der Grund, warum das so krass gefallen ist wieder. Weil es lief einfach nicht gut. Aber davon abgesehen, alles gleich wie immer. They can't really be called timelines because there is no time or estimated timeline at all, but rather plans or roadmaps, they call them, on the upcoming updates. Some good news is that the devs seem to agree that the current engine and framework of the game is not sufficient, and they seem dedicated to essentially rewriting the game on something more modern. Let's take a look at the plans going forward. Ja. Übertragbar sind die Websuchen, Daten auf die Spielerdaten. Ziemlich, weil diese Google Trends verwendet Suchen die Leute auf Google und YouTube machen. Und in Tarkov, wenn Leute spielen, suchen sie Missionen, Ammo-Tabellen, Videos für Guides. Je weniger Leute spielen, desto weniger Leute suchen nach diesen Dingen. Deswegen ist das sehr gut übertragbar. In meinen Augen. In meinen Augen. Forward. Here we have update 13.0.5, the technical update, and then they're going to transition to Unity 2021. This will just help them modernize everything. Next, we have 13.1,
which is another technical update, just working on a few networking things. And then we have 14.0, which is the big content update, streets expansion, vaulting, just all the big content stuff. I think Chad's, Rats, and Timmy's alike, we can all agree that these changes look promising, to say the least, but the real question is when. Nikita's mentioned on podcasts that they plan to wipe the game with the streets expansion, and that looks to be like the 14.0 on this roadmap. This both excites me and scares me after working with and around BSG and Tarkov for so long. If they were to keep the current wipe cycle of about every 6 months, noted I would argue is a bit longer than I would prefer, and 4 months would be better, but that's a conversation for another day. So every 6 months, that would mean that they plan to do a technical update, transition the game to a new version of the Unity engine, do another technical update, and drop a massive content update and wipe all within 2 months from now. And let's not forget that arena mode was supposed to be publicly available for testing in the summer of 2022. So I just find it hard to believe that we're going to get 4 big updates within 2 months, leading me to 2 scenarios that could possibly happen here. Ja, safe. Also das habe ich ja auch in den News erwähnt. Guck mal, das ist ihr Ziel. Patch, Transition, Update, Wipe. Heute kam das hier und wir sind jetzt Anfang Juni. Willst du mir jetzt echt erzählen, dass sie jetzt in einem Monat 3 große Patches raushauen, die alle übelst viele Fehlerquellen haben? I don't know. Wie optimistisch seid ihr da? Either BSG will wipe with the Unity update and the community will be left with a tiny amount or no content to keep us entertained for around a month until we're in a similar situation for the next 5 months after that, until the next wipe happens with the streets update, or the wipe will be prolonged many months until all of this is ready, and best case scenario, arena might come out and hold us over until then. And I'm not gonna lie, I don't really love either of those options. I love Tarkov. I hope I'm wrong, and trust me, I would love for BSG to come out of nowhere and prove me wrong, but after being so hopeful for so long, I think I speak for many when I say I'm just sick of it. If you pop into my streams, it's fairly obvious that I'm burnt out on Tarkov for all of the reasons I list in this video. I've been streaming DayZ a majority of the time, and truthfully, I haven't been having a great time on Tarkov this past month or so. I'm not quitting Tarkov, but I am going to slow down for a bit until we get some cool events or an update that makes the game worth playing. I feel like I log on, I die to desync or a cheater or whatever other bug or issue. The fights don't feel satisfying to me. I feel like I'm just existing on camera for 6 to 8 hours a day for no reason, doing nothing entertaining. I'm not doing anything new. The content isn't inspiring, and I'm just so burnt out on it. So I'm Ja, aber das ist das Ding. Deswegen entstehen diese Videos mit Ist Tarkov Dying und so. Ich glaube einfach, man hat einfach irgendwann seine Stunden in dem Game, weißt du? Ich meine, imagine, du bist, keine Ahnung, sagen wir, du bist ein CS-Streamer und du hast das Game jetzt 5.000, 6.000 Stunden lang gestreamt. Kannst du mir nicht erzählen, dass nicht auch die Leute sich irgendwie was anderes angucken, mal hier und da, weißt du? Ich glaube nicht, dass es game-spezifisch ist. Das ist doch überall. Ja, nicht, dass Tarkov im besten State ever ist, aber es finde ich total normal, dass Leute einfach was anderes mal probieren oder so. Aber nur in Tarkov ist das irgendwie so ein Riesenthema, ne? Wenn irgendjemand, der sonst viel Tarkov spielt, was anderes spielt, ist immer direkt alles voll von wegen, quittest du Tarkov? Ist Tarkov scheiße jetzt? Dabei ist doch eigentlich komplett normal, dass man was anderes macht, oder? I'm going to take it slow for a bit until we get some cool events, and I'm going to play some games that I enjoy for the next month or two until we get something, because surely we'll get something, right? And that just happens to be DayZ right now. Still expect some Tarkov streams about 2 to 3 times a week, and know that I'm not giving up on the game. I'm just working on some stream highlight videos and a couple immersive DayZ adventure movies to post on this channel very soon, and I'm super excited about it. I thank everyone greatly for supporting the variety content. Ja, Trey ist ein cooler Dude, also. Aber ich kann es verstehen, eben. Aber es ist sehr objektiv, wie er es wiedergegeben hat. Aber er hat schon recht, das mit dem Thema, das da mit der Roadmap. Ich weiß nicht, ob die das schaffen. 4 Updates. Ich weiß nicht, ob sie das... das ist schon hart optimistisch, wenn wir das bis Juli kriegen würden. Also vielleicht wird das irgendwie September und dann wird sich halt schon ziehen jetzt, ne? Ist nichts verkehrt daran, einfach mal eine Pause zu machen. Für mich war meine Pause war das Beste überhaupt. Also als ich da jetzt fast irgendwie 2 Monate einfach mal ein bisschen Abstand genommen habe von dem Game, das war super für mich. Auch, dass man das in einem anderen Blickwinkel sieht. Ich denke, das Problem bei vielen, warum die so über Tarkov ragen dann, ich inklusive, ist so ein bisschen, du bist frustriert in dem Game, ne? Und
wenn du so im Stream bist oder als Streamer, du willst irgendwie, dass die Leute deinen Frust verstehen. Also, könnt ihr mir folgen? So, du willst wie Zuspruch haben. Aber meistens kriegst du das nicht. Meistens kriegst du eher Kontra, weil die Leute mögen das Game. Ist logisch, die wollen das ja gucken. Und dann bist du noch mehr frustriert, weil irgendwie versteht dich keiner, hast du das Gefühl. Das heißt, du pushst noch mehr dagegen und willst den Leuten richtig zeigen, wie scheiße es ist, was übelst kontraproduktiv ist. Aber ich sehe das bei so vielen, bei mir ist es auch passiert, ist halt, du willst, dass die Leute verstehen, was du scheiße findest und dadurch pushst du es noch mehr oder zwingst es den Leuten auf. Das Beste, was für mich war einfach diese kleine Pause. Dass du einfach wieder neutral, sachlich zurückkommen kannst. Es ist einfach ein Videospiel, es hat seine Ecken und Kanten, genieß es für was es ist und wenn es dir keinen Spaß macht, spiel was anderes. So. Guck mal, so 1 Uhr morgens, weißt du, einfach mal im Gym ein Workout machen. Du ganz alleine, Taschenlampe zur Beleuchtung. Richtiger Chat.